Moin zusammen! Heute im One-Page Rules Fantasy Fraktion Video reden wir über die Dunkelelfen. Viel Spaß! Dunkelelfen sind eine Fraktion von Piraten und Freibeutern, die sich von ihrer Heimat abgeschnitten haben und durch ein Bündnis mit den Schlangenelfen gelernt haben, die wilden und monströsen Bestien ihrer Heimatinsel zu zähmen. Sie sind schnelle und geschickte Angreifer, aber aufgrund ihrer fehlenden Rüstung sind sie anfällig für Gegenangriffe. Die Dunkelelfen haben ihren Unabhängigkeitskampf gewonnen, doch ohne einen gemeinsamen Feind gibt es nichts, was sie vereinen könnte. Sie müssen mit ihrer neu gewonnenen Freiheit vorsichtig umgehen, da sie Gefahr laufen, in die Gesetzlosigkeit oder Tyrannei zu verfallen, wenn ihre heiklen Waffenstillstände scheitern. Vor der Ankunft der Hochelfen waren die dunklen Inseln nur durch Legenden und Erzählungen der Seeleute bekannt, in denen von gefährlichen und von Meerestieren befallenen Gewässern die Rede war. Seeleute der Hochelfen entdeckten die Inseln während ihrer Reisen und stellten bald fest, dass die Inseln reich an Gewürzen und Gold waren. Die Hochelfenkönige suchten nach Kolonisten, um diese einst mythischen Inseln zu beanspruchen. Aber nur die mutigsten und verzweifeltsten Elfen wagten sich auf die Insel, da die meisten Schiffe, die zu den Inseln geschickt wurden, den Kreaturen unter den Wellen zum Opfer fielen. Die Kolonisten, die auf der Insel ankamen, mussten lernen, unabhängig zu überleben, da die Lieferungen oft im Meer verloren gingen und viele Kolonien vollständig verloren gingen. Diejenigen, die überlebten, taten dies mit Hilfe der Schlangenelfen. Die Schlangenelfen lebten seit Jahrhunderten auf den Inseln und lernten viele der Kreaturen der Insel zu zähmen. Die Siedler entwickelten enge Beziehungen zu diesen Schlangenelfen und tauschten Reichtümer und Waffen vom Festland gegen das Wissen und die Fähigkeit der Schlangenelfen ein. Die Hochelfen gingen vorsichtiger vor, betrachteten die Schlangenelfen mit Verachtung und versuchten, die Meerestiere mit Gewalt zu unterwerfen. Trotz der Gefahren der dunklen Insel erwarteten die Elfenkönige und ihre Händler ihren Anteil am Gewinn der Kolonien. Die Kolonisten lehnten es ab, Steuern an die Versorgungsschiffe zu zahlen, die oft vor ihrer Ankunft auf See verloren gingen. Denn als die Schiffe den Hafen verließen, beladen mit den Reichtümern der Inseln, wurden sie zu verlockenden Zielen. Viele Siedler begannen ein Leben in der Piraterie und kehrten mit Reichtümern zurück, der andernfalls in ihren Heimatländern geschickt worden wäre. Diese Piraten fühlten bald die wohlhabende Klasse der Insel und überholten den alten Adel an Reichtum und Macht. Die Kolonisten lehnten die Steuern ab, die ihnen zur Bekämpfung der fernen Verwüstungskriege auferlegt wurden, und viele begannen von Unabhängigkeit zu sprechen und nannten sich Dunkelelfen. Die Hochelfen schickten dann eine diplomatische Mission, um mit den Kolonisten zu verhandeln. Doch ihre Diplomaten wurden abgeschlachtet und die Hochelfenflotte wurde von einer Koalition aus Piraten und Schlangenelfen, die die Monster unter den Wellen nutzte, gründlich besiegt. Die Ambitionen der Piratenlords sind seit der Erlangung ihrer Unabhängigkeit nur noch gewachsen und sie haben begonnen, entlang der Küste Tyrias und durch die leeren Tore zu plündern. Jetzt ist unklar, ob das Bündnis der Piraten Bestand haben wird oder ob die äußerst unabhängigen Dunkelelfen in einen Bürgerkrieg verfallen werden. Wie bringen sie den Inseln Glück? Ja, das waren die Dunkelelfen. Ich hoffe ja, dass es irgendwann, mal abgesehen von Warfleet, bei One-Page Rules auch ein Regelwerk gibt für Seekämpfe. Weil ich glaube, das käme garantiert auch gut, wenn man den Fraktionen noch ein paar Segelschiffe oder so gibt, dass man da so ein bisschen spielen kann. Für Grimdark gibt es das ja schon, da gibt es ja schon Raumschiffe und das wollen sie ja jetzt auch machen, dass jede Fraktion eigene Raumschiffe bekommt. Also da bin ich echt mal gespannt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Danke auch wie immer an alle Kanalmitglieder, die irgendwo im Video garantiert mal durchgelaufen sind. Und ja, dann sage ich mal, bis Freitag. Bye, bye.